Hallo meine Lieben, wenn ihr meinen Kanal schon eine Weile verfolgt, dann wisst ihr auch, dass ich es extrem gerne mag, Goldfolie oder Glanzfolie auf Karten zu übertragen. Und da habe ich auch schon diverse Videos dazu gemacht. Und deshalb habe ich mich auch extrem drauf gefreut, diese Möglichkeit auch mit dem Cricut Maker auszuprobieren, das mit dem Volltransfer-Kit. Und genau das will ich euch heute zeigen. Wir machen nämlich eine kleine Weihnachtskarte mit eben diesem Volltransfer-Kit. Mehr dazu gleich nach dem Intro. Damit ihr seht, was wir heute machen werden, das ist einerseits ein kleiner Umschlag, den wir mit dem Plotter schneiden werden, und dann werden wir Goldfolie auf eine Karte aufbringen und effektiv auch die ganze Karte mit dem Plotter schneiden und auch falzen. Für das Übertragen der Folie habe ich eben das Volltransfer-Kit und da habt ihr auch schon kleine Stücke an Gold und Silberfolie mit dabei, die ihr verwenden könnt, und das passt eigentlich auch für dieses Projekt hier. Ich werde euch aber auch noch zeigen, ob das funktioniert, wenn ihr eure bestehenden Folien, die ihr fürs Übertragen mit Hitze verwendet, ob das auch funktioniert. Ich werde das Projekt eben mit dem Cricut Maker machen, für diejenigen, die den nicht haben und mit eurem Plotter arbeiten wollt, für den Brother Plotter. Ich hatte ja schon andere Varianten gezeigt, wie ihr Goldfolie aufbringen könnt. Beim Brother Plotter habe ich das effektiv mit dem Foil Quill Pen jeweils gemacht. Da halt einfach wirklich vorsichtig damit arbeiten, weil der wird richtig heiß. Das Video, wo ich das gemacht habe, das verlinke ich euch hier oben. Und damit ihr hier so ein Beispiel seht, das ist die Karte, die ich in dem Video gemacht habe. Das ist das, was ihr mit dem Brother Plotter machen könnt. Wenn ihr das Freihand machen wollt, gibt es diese Foil Quill Pens auch als Freestyle Pens. Das heißt, ihr könnt hier quasi wie mit einem Stift arbeiten und hier aber auch die Spitze, die sehr heiß wird. Da habe ich euch auch ein Beispiel zu, und das Video, wo ich das gemacht habe, das verlinke ich euch hier oben. Das sieht dann in etwa so aus. Das heißt, ihr müsst hier schon eine sehr ruhige Hand haben, aber ihr könnt es ohne Plotter machen und nur mit dem Stift. Und die dritte Variante ist das, was ihr mit einem Ausdruck aus dem Tonerdrucker und dann mit dem Laminator machen könnt, dass ihr hier so schön glänzige Hintergründe, da könnt ihr eben auch Schriften von machen. Das ist jetzt einfach ein Beispiel mit einem Hintergrund, und da habe ich euch auch ein Video dazu. Also hier auch weitere Varianten, wenn ihr jetzt nicht mit dem Cricut Maker arbeitet, aber ich finde die Resultate, die man mit dem Cricut Maker hinkriegt, echt wirklich super cool. Also von dem her, wir gucken jetzt uns an, wie ihr diese Karte machen könnt. Was ihr für diese Karte braucht an Tools für den Cricut Maker, weil mit dem werde ich heute arbeiten, ist das Volltransfer-Kit. Und da habt ihr 3 Spitzen dazu, und wir werden effektiv die 2 verwenden. Das seht ihr daran, dass hier vorne 2 Ringe drauf sind. Dann brauchen wir das Fine Point Blade, was schon mit der Maschine mitgeliefert wird. Dann verwende ich das Scoring Wheel, weil ich werde da eine Falzlinie prägen. Ihr könnt aber auch, wenn ihr das nicht habt, natürlich auch mit dem Falzstift von Cricut arbeiten. Der funktioniert auch. Dann an Matten und Karton. Ich habe hier ein 230 Gramm Farbkarton. Mit dem werde ich die Karte machen und darauf werde ich auch folieren, und deshalb werde ich hier die Standard-Grip-Matte verwenden. Und dann werde ich den Umschlag auch machen, der im Projekt drin ist. Das ist ein 120 Gramm Papier, und deshalb habe ich auch noch die Light Grip Matte, weil die Standard würde da ein bisschen zu stark haften. Wenn ihr das Kit kauft, dann habt ihr ja schon
Folie mit dabei und auch Kleber und die können auch wunderbar wiederverwendet werden. Also da braucht ihr wirklich nicht viel von. Wenn ihr schon ein paar Mal damit gearbeitet habt und mehr Folie braucht, ne, die kann man auch, also da gibt es auch dann große Volltransfer-Sheets, was 30,5 x 30,5 cm groß ist. Das sind die großen, hier beim Kit dabei waren einfach kleine. Und hier ein kleiner Tipp, wenn ihr das aufmacht. Hier hat es so einen Klebestreifen drauf. Klappt den wirklich zuerst um, damit er an der Außenseite von diesem Paket klebt, weil wenn ihr versucht, diese Sheets hier rauszunehmen, die kleben sofort an diesem Streifen und dann macht ihr euch die Folie kaputt. Also wirklich gucken, wenn ihr es öffnet, zuerst diesen Streifen umlegen, dass der wirklich am Außenpaket haftet und dann erst die Folien rausnehmen. Ihr könnt euch überlegen, was für eine Farbe ihr haben wollt. Das hier, also im Kit dabei sind Silber- und Goldfolien. Und dann eben auch die Klebestreifen. Weiter noch habe ich eine Schere und einen Flüssigkleber, das ganz normale Zementit-Flüssigkleber, den ich abgefüllt habe. Bei der Spitze könnt ihr euch überlegen, welche das ihr verwenden wollt. Ich würde euch anraten, wenn ihr das zum ersten Mal macht, dass ihr mal so ein bisschen für euch testet, was euch am besten gefällt. Das habe ich hier gemacht. Und da seht ihr jetzt die Resultate. Das hier unten, das ist die Einserspitze. Dann hier in der Mitte haben wir die Zweierspitze. Und hier oben, das ist die Dreierspitze. Also die Spitze definiert, wie breit die Folie hier auf eurem Element haften bleibt. So ein bisschen Sache von wegen, was man gerne mag. Für mich ist effektiv die Zweierspitze, finde ich eigentlich fast am schönsten. Kommt natürlich auch immer aufs Projekt drauf an. Für dieses Projekt werden wir die Zweierspitze verwenden. Was wir eben zusätzlich brauchen, ist der Plotter. Ich werde eben mit dem Cricut Maker heute arbeiten und wir brauchen den Cricut Design Space und da werde ich mit der Desktop-Version arbeiten und damit starten wir jetzt auch gleich. Wenn ihr auf dem Cricut Design Space seid, habt ihr die Startseite und da habt ihr unter Cricut Access, könnt ihr alle ansehen, anklicken. Und dann könnt ihr nach Projekten suchen, die mit dem Foiling sind. Und zum Beispiel, ich gebe jetzt Foiling on Christmas ein, um da mal zu suchen. Und dann seht ihr, da habt ihr ganz, ganz viele Projekte, die ihr machen könnt. Und wir werden effektiv hier diese Christmas Card machen. Wenn ihr keinen Cricut Access habt, könnt ihr einzelne Projekte auch. Ihr seht dann jeweils, wenn ihr drauf geht, seht ihr den Preis für das Projekt. Ich finde den Cricut Access eigentlich ziemlich praktisch, weil da muss ich nicht irgendwie zusammenzählen, von wegen ein Projekt 4 Euro, 2 Projekte 8 Euro, sondern ihr habt pro Monat einfach einen Betrag und dann könnt ihr so viele Projekte machen, wie ihr wollt. Und hier reden wir von, sind es 10 Euro, wenn ihr das monatlich bezahlt oder 8 Euro, wenn ihr das einmal im Jahr bezahlt. Also 8 Euro pro Monat, wenn ihr das einmal im Jahr bezahlt. Wenn wir uns die Karte angucken, wir werden hier eine Karte machen. Es hat eine Falzlinie, es hat eben dieses Foiling-Element und ihr habt auch einen Umschlag mit dabei. Diesen kleinen Stern hier werde ich nicht machen, aber ansonsten werde ich das so ziemlich übernehmen. Bei mir ist der Cardstock grau oder dunkelgrau und das Foiling ist nicht rot, sondern silber. Das heißt, ihr könnt euer Projekt wirklich so anpassen, wie das für euch stimmt und euch wird dann beim Projekt auch angezeigt, ne, wie groß wird die Karte sein. Das ist 10,8 x 14 cm. Was braucht ihr? Cardstock, Volltransfer-Sheets und ansonsten eben die Light Grip Matte, Scoring Wheel oder den Scoring Stylus, das ist eben dieser Falzstift.
Das Volltransfer-Housing mit der Medium-Tip mit den 2 Ringen, Vinyl-Tape-Strips und Adhesive oder Kleber fürs Papier. Und dann wird euch auch beschrieben, wie ihr das machen könnt. Jetzt könnt ihr entweder auf Herstellen gehen oder auf Anpassen. Ich gehe da jeweils auf Anpassen, dann kann ich noch ein bisschen damit arbeiten. Und da hatte ich vorhin noch ein Projekt, deshalb kann ich hier sagen, ersetzen. Ich will das nicht speichern, das war nur ein Probeelement. Und dann wird euch das Ganze auf euren Arbeitsplatz gegeben und ihr seht hier auch die einzelnen Ebenen. Jetzt habe ich vorhin gesagt, diesen Stern hier, den werde ich nicht machen, von dem her kann ich den einfach ausblenden. Und ihr seht auch bei den einzelnen Elementen dann dieser Cardstock, das ist auf Schneiden gestellt. Dann haben wir eine Falzlinie, die seht ihr hier fast nicht, aber die geht hier über die Hälfte des Papieres, damit wir die dann zusammenfalten können. Dann das Merry Christmas, mittelstark. Wenn ihr jetzt da gerne eher fein haben möchtet, könnt ihr auf das Element draufklicken und ihr könnt hier immer noch, sagen, will ich fein, mittelstark oder stark. Also das könnt ihr anpassen. Ich bleibe auf mittelstark, weil ich das eigentlich am schönsten finde. Dann haben wir den Umschlag schneiden, den Umschlag, die Falzlinien und eben der Stern, der hier noch drauf wäre, den ich nicht haben will. Wenn ihr das noch weiter bearbeiten wollt, dann müsstet ihr das hier einfach wieder trennen und dann könnt ihr die einzelnen Elemente bearbeiten. Ihr müsst einfach gucken, wenn ihr es dann an den Plotter übergebt, dass die Elemente, die zusammenhängen, also hier die Scoring Wheel, die muss hier bleiben und deshalb muss das verbunden sein. Und auch das Element, das dann auf der Karte richtig platziert ist, das muss alles verbunden sein. Das heißt, das hier ist eine Gruppe, das seht ihr hier, weil es Unterordner hat. Und das hier ist eine Gruppe, weil die Falzlinien eben genau auch da sein müssen, wo sie angezeichnet sind. Um jetzt das Projekt zu starten, könnt ihr ganz einfach auf Herstellen gehen. Und dann werden euch die einzelnen Schritte effektiv angezeigt. Ihr habt hier als erstes wird der Umschlag gemacht, da wird gefalzt, geschnitten. Als zweites haben wir dann die Karte selber, da wird gefalzt, Folie mit der mittelstarken Spitze und geschnitten. Und ihr seht hier jeweils auch, wie groß das Papier oder das Material sein muss, damit es dann auch passt. Jetzt kann ich hier auf Weiter drücken. Er verbindet sich via Bluetooth. Vielleicht hier auch die Anmerkung, wenn ihr den Cricut Maker zum ersten Mal mit eurem PC verbindet, da braucht ihr das USB-Kabel, das mitgeliefert wird. Aber danach, wenn ihr die Maschine aufgesetzt habt, dann könnt ihr effektiv das Ganze auch über Bluetooth verbinden mit eurem PC. Und wenn euch da eure Bluetooth-Verbindung nach einem Code fragt, dann ist es einfach nur 000, also 4 mal die 0. Und dann sollte das funktionieren. So, jetzt muss ich das Grundmaterial auswählen. Das ist bei mir ein Light Cardstock. Dann nehme ich das. Und jetzt sagt er mir, was ich machen muss. Nämlich, ich muss in die A-Klemme nichts reingeben. In die B-Klemme muss ich das Falzrad eingeben. Und dann kann ich die Matte einziehen. Und dann als nächster Schritt kommt dann die Feinschnittklinge. Aber hier noch eine Anmerkung, wenn ihr jetzt nicht das Falzrad habt, sondern den Falzstift, könnt ihr ganz einfach hier auf Werkzeuge bearbeiten gehen und dann könnt ihr diesen Ritzstift auswählen. Genau, das mache ich jetzt alles. Als allererstes bringe ich den Cardstock auf die Matte drauf. Und jetzt kommt das Ganze mit dem Falzrad in den Plotter. You're like a ghost in my mind. I can't escape you. I need to believe it was right letting you go.
you were like a ghost in my. Wenn er damit fertig ist, dann sagt er hier auf dem PC auch gleich, was der nächste Schritt ist, nämlich die Feinklinge zu laden und dann wieder auf Los tippen. Also ihr nehmt die Matte zwischendurch nicht raus, sondern die lasst ihr ganz einfach drinne. Und dann könnt ihr eben dieses Fine Point Blade einfügen und losdrücken. I wanna escape you, but I do not believe it was right letting you go. I can't stand the thought of losing you. Tell me, do you think of me too? 'Cause every song just reminds me of you and it kills me. No, it was. Dann könnt ihr das Ganze von der Matte lösen und da jetzt nicht das Papier so rumziehen, weil sonst kringelt euch das Ganze, sondern ihr dreht die Matte um, haltet das Papier fest. Aber die Matte könnt ihr verbiegen, wie ihr wollt, das macht ja nichts. Und dann könnt ihr vorsichtig das Papier damit lösen. Und dann haben wir hier wunderbar unseren Umschlag, den wir entlang den Falzlinien ganz einfach biegen können und den so quasi zusammenlegen können. Und jetzt brauchen wir noch ein bisschen Flüssigkleber, damit wir diesen Umschlag fertig machen können, nämlich hier. Ich mache das jeweils so, dass ich hier, ich gucke, wo es überall auf dem Papier ist, das heißt, hier brauchen wir ein bisschen Kleber. Und dann gebe ich auch hier entlang so ein kleines bisschen, damit ich sicher bin, dass das zubleibt. Und dasselbe auch auf der anderen Seite. Ihr könnt da effektiv auch entscheiden, wollt ihr die Laschen drunter und diese Lasche hier drüben oder eben so wie ich es gemacht habe, je nachdem, was euch am besten gefällt. Aber so haben wir jetzt einen schönen fertigen Umschlag. Jetzt wartet der Plotter immer noch auf uns, dass wir weitermachen, nämlich mit dem Schritt 2. Das heißt, hier gebe ich jetzt den Karton drauf. Und natürlich müsst ihr hier auch wieder ein Stück haben, das groß genug ist für das Projekt. Und dann sagt er hier, ich brauche kein Werkzeug in der Klemme A, sondern das Falzrad in der Klemme B. Und auch hier wieder könntet ihr das Werkzeug bearbeiten, wenn ihr den Falzstift haben wollt. Und dann Matte laden. I'm seeing your face in my dreams. I can't escape you. Like a movie on repeat, the scenes just go on. I'm hearing your voice in my dreams. I wanna escape you. I really think I made a big mistake. I want you to know I can't stand. Was er euch dann sagt, ist, dass ihr das Werkzeug wechseln müsst und das ist eben diese Feintip mit den 2 Ringen oder je nachdem, wenn ihr eine andere Stärke ausgewählt habt, dann die andere Stärke und ihr müsst die Folie auf das Papier draufbringen und hier sagt er, wichtig, Schneidematte nicht auswerfen und zwar ist es so, weil ihr da quasi schon eine Falzlinie gemacht habt. Das heißt, jetzt wird es ein bisschen tricky, ihr müsst da effektiv auf der Matte arbeiten und hier dieses Sheet und da drauf gucken, dass diese matte Seite, die muss unten liegen, die glänzige Seite oben und dann mit diesen Streifen wirklich gucken, dass das schön flach drauf liegt und Achtung mit der hier nicht auf die Plottermatte drauf kommt, weil das bleibt euch drauf. Da habt ihr sofort von der Folie drauf und da klebt dann die Matte auch nicht mehr. Also da wirklich gut drauf achten, dass euch das nicht passiert. Den Stift reingeben, da drückt ihr einfach oben auf diese Nobbe drauf und dann, es ist magnetisch, das heißt, ihr könnt den einfach hier reingeben und dann spürt ihr auch, wenn er dieses Clipping
Dann könnt ihr oben loslassen und so könnt ihr das verwenden. Tell me, do you think of me too? 'Cause every song just reminds me of you and it kills me. No, it was a mistake letting you go. 'Cause every song just reminds me of you and it breaks my heart. You're still here though we're apart. Don't tell me it's over now. Don't tell me it's over now. Don't tell me it's over now. Don't tell me it's over. 'Cause every song just reminds me of you and it kills me. No, it was a mistake letting you go. 'Cause every song just reminds me. Ihr habt gesehen, ich habe einfach geguckt, dass ich die Folie in dem unteren Bereich unter der Falzlinie anbringe. Und es ist wichtig, dass da, wo die Schrift ist, kein Klebestreifen ist. Und eben, dass die Folie aber auch nicht auf eure Schneidematte draufkommt. Dann sagt euch das Programm hier, was als nächstes gemacht werden muss. Wichtig, Schneidematte nicht auswerfen. Das heißt, ihr nehmt jetzt die Folie weg und gebt die Feinschnittklinge rein und dann könnt ihr auch wieder auf Los drücken. No, it was a mistake letting you go. 'Cause every song just reminds me of you and it kills me. No, it was a mistake letting you go. 'Cause every song just reminds me of you and it breaks my heart. You're still here though we're apart. Bei der Folie, da müsst ihr, also diese Klebestreifen, die müsst ihr jetzt nicht gleich wegschmeißen, die könnt ihr wunderbar wiederverwenden. Und bei der Folie ist es so, dass überall dort, wo der Stift drüber ist die Folie weg. Das heißt, kleine Stücke könntet ihr, also so Reste könntet ihr noch verwenden. Ist jetzt bei dem Design ein bisschen schwierig. Ich denke, für mich würde ich sagen, ja, vielleicht die Ecken, wenn man irgendwo mal einen Stern machen will. Aber ansonsten, ja, war es das mit dem Sheet hier. Und dann könnt ihr ganz einfach, auch wie vorhin, ihr dreht die Matte und löst die Karte so. Das heißt, ihr krümmt nicht die Karte, sondern ihr krümmt die Matte. Und dann seht ihr, dass das wirklich super schön das Ganze gepresst hat. Und ihr habt jetzt auch eine Falzlinie, wo ihr die Karte da entlang falzen oder umlegen könnt. Und so habt ihr eine wunderschöne Weihnachtskarte, super schnell gemacht. Und ihr habt es gesehen, das Programm führt euch quasi die ganze Zeit durch die Schritte durch. Es sagt euch, was ihr machen müsst. Also von dem her wirklich super einfach. Und dann könnt ihr das in den Umschlag reingeben, den wir gemacht haben. Passt auch wunderbar. Zukleben, adressieren und fertig ist die Geschichte. Im Programm selber könnt ihr noch sagen, fertigstellen und dann geht er wieder zurück auf das Projekt und ihr könntet das wiederholen mit einer anderen Karte oder ihr speichert das oder ihr geht ganz einfach raus. Jetzt wollte ich euch ja auch noch etwas zu sagen, ob das nur mit den Folien von Cricut geht oder ob das auch mit den Folien geht, die ihr eh schon habt, die ihr fürs Übertragen mit Hitze normalerweise verwendet, weil das war für mich schon, ich habe einiges davon und das will ich natürlich auch verwenden können. Von dem her habe ich mir das angeguckt. Ich habe die Goldfolie genommen, die mit dem Foil Quill Pen mitgeliefert wird. Und dann habe ich hier so eine altrosa
Glanzfolie genommen. Ich habe eine rosa, die matt ist, eine grüne, die matt ist und eine silberige, auch Glanzfolie, um euch dann auch den Vergleich zu zeigen mit dem hier. Und das Schöne ist, es hat tatsächlich funktioniert. Das heißt, diese Folien funktionieren nicht nur mit dem Hitzeübertragen, sondern effektiv auch mit dem Foiling-Tool, was extrem cool ist. Und hier seht ihr die Goldfolie, das ist das hier unten. Dann die rosa Folie oder altrosa Folie, das ist das hier oben. Dann die durchsichtige oder die matte, das ist die rosa und das ist die grüne. Und die Silberfolie ist die hier. Und jetzt als Vergleich, also klar, das ist schwarz und das ist grauer Karton. Aber ihr seht, das hat wirklich vergleichsweise gut funktioniert. Und ich habe hier auch die Zweierspitze genommen. Von dem her würde ich sagen, ihr könnt das effektiv auch mit euren bestehenden Folien machen und die da weiter verwenden. Und das war eigentlich auch schon alles, was ich euch heute zeigen wollte. Ich hoffe, euch hat diese Idee gefallen und ihr habt Lust, es selber auch mal auszuprobieren. Die Materialien, die ich verwendet habe, die werde ich euch unten in die Links reinstellen. Und wenn ihr meinen Kanal bis jetzt noch nicht abonniert habt, dann tut das doch bitte, weil das hilft mir tatsächlich auch weiter. Und ich hoffe, wir sehen uns in einem meiner nächsten Videos wieder. Bis bald!